Ja, schön, dass ihr da seid. Claudia und Sonja. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder mit und begleitet uns bei unseren Touren. Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir sind mal wieder unterwegs in die La City Hochebene nach Cermado und von dort aus wollen wir heute einen Rundgang zum Berg Carpi machen. Und ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, das seht ihr jetzt. Wir sind jetzt hier bei Cermado. Wir haben beim Gesundheitszentrum hier geparkt. Und jetzt müssen wir hochlaufen und wir freuen uns. Richtig. Einmal hoch zum Berg und auf der anderen Seite natürlich auch wieder runter. Richtung Carassi, dieses kleine Dörfchen werden wir dann noch sehen. Und so dann wieder zurück hier nach Cermado. Wir müssen als erstes mal auf ein kleines weiteres Plateau. Da gibt es dann eine kleine Kirche und von da werden wir dann den Anstieg auf einer Art Ziegenpfad dann hoch auf den Berg Carpi beginnen. Ja, wir werden wieder die Vorhut. Wir werden wieder beobachtet hier um jeder Ecke. Und nochmal hier ein ganz guter Blick auf die La City Hochebene. Ja, vor uns die kleine Kirche. Da werden wir dran vorbeilaufen und dann die Berge hoch. Der Carpi ist noch zwischen den Wolken. Ja, wie nennt man es? So ein Stall mit einem Tisch, dass die da frühstücken können oder wie? Ja, die Ziegen. Die Ziegen, genau. Ja, oder ein Opferaltar, kannst dich drauflegen. Wirst du gelünscht. Oder das ist die Tribüne für die Ebene. Wir verlassen jetzt hier die Nissimos Hochebene und werden jetzt hier unseren kleinen Pfad nehmen. Der ist auch so ein bisschen rot markiert. Hier sehen wir auch nochmal, ja, wir sind richtig. Ja, man sieht eigentlich von hier schon die zwei Ebenen. Weiter weg natürlich die große La City Nissimos Ebene hier unten. Und wir sind auf dem Weg zum Carpi. 3, 4 Schäfchen da. Sonja schon weiter oben. Ja, man sieht auch, die Sonne ist weg. Wir kommen so ein bisschen in die Wolken. So, ja, fast geschafft. Noch ein kleines Stückchen hoch. Da einmal durch die Mitte und dann müssen wir den Carpi sehen können. Und dann kann man dann auch die Ausgrabungsstätte sehen und die Sonja. Wir sind oben angekommen und hier vorne haben wir jetzt auch gleich den Blick auf den Carpi. Da ist er. Wir werden jetzt hier gleich erstmal ein Picknick machen, wenn wir ein windstilles Plätzchen finden. Aber wir gucken mal, wir waren hier letztens bei der Minoischen Maria im Café Neon und wir werden mal gucken, ob da heute auch wieder Platz für uns ist. Wir haben das Café Neon von der Minoischen Maria erreicht und ich werde jetzt mal gucken, ob da noch ein nettes Plätzchen für uns frei ist. Ja, hier haben wir ja gerade gefrühstückt. Hier sieht man noch ein kleines bisschen von dieser minoischen Ausgrabungsstätte. Und wir werden uns jetzt auf den Abstieg vorbereiten. Da oben, da sieht man noch ein bisschen Mauer. Da ist der Carpi, wo ich eben oben war. Oder wir, eher gesagt. Und dieser kleine Pfad trifft dann bald auf einen anderen kleinen Pfad. Und den werden wir dann einmal um den Berg Carpi, wenn man so möchte, werden wir einmal dann drumherum laufen. Ja, und in der Ferne kann man den Stausee Aposelemi sehen.
Und der hat ja ganz wenig Wasser, weil es jetzt seit 2 Winter so gut wie gar nicht geregnet hat. Hier diese kleine Quelle. Und normalerweise kamen wir immer von hinten, also von unten, sind dann hoch zum Karfi. Aber jetzt sind wir ja andersrum gelaufen. Das heißt, unser kleiner Weg wird jetzt hier dann fortgesetzt. Bisher entwickelt sich der Weg hier richtig gut. Ist richtig gechillt zu laufen. Wie gesagt, also Neuland. Mal sehen, was so kommt. So, und jetzt kommt hier ein Stück Geröllfeld. Aber man kann den Weg doch recht gut sehen und es ist auch recht einfach. Ja, da kommt doch jetzt eine sehr interessante Konstruktion. Spannend, warum man das hier hingelegt hat. Auch ist ganz fest. Man hat das Gefühl, man läuft durch so einen kleinen Mini-Wald. Ja, guckt mal, hier auch wieder so alte Gemäuer. Ob das etwas Mitato-ähnliches, also für die Hirten gewesen ist. Auch wieder was Rundes, wie immer. Ja, guckt mal, wie das aussieht hier irgendwie. Ob das alles Ableger von Steineichen sind. Da sind wir gerade runtergekommen. War ein bisschen wild, ging ein bisschen abschüssig. Gott sei Dank nur ein kleines Stück. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Das hat leider nicht geklappt. Dieser komische Pfad ist nämlich nicht eingezeichnet, aber es existiert kein Pfad. Man sieht, wir sind hier wieder unterhalb vom Karfi angelangt. Wir laufen die gleiche Strecke zurück. Das heißt, wieder über den Berg, dann zurück dahin, wo wir heute Morgen gestartet sind. Eine Woche später. Wir sind jetzt hier auf einem kleinen Plateau und zwar ist das wieder Nissimos, da sind wir wieder. Denn beim letzten Mal haben wir ja versucht, da die Verbindung zu finden und Claudia, hat das geklappt? Nein. Hat nicht geklappt. Hat nicht so richtig geklappt. Also sind wir nochmal hergekommen, wir rollen das Feld jetzt von hinten auf und schauen, ob wir dann jetzt, wenn wir hier über diesen Sattel gehen, ob wir da die Verbindung finden. Richtig, so ist der Plan. So, auch hier wieder ein kleines Schildchen, Vrachas oder sowas. Noch kann man einen Weg erkennen, aber es wird schon ein Gekraxel hoch werden, glaube ich. Bisher kommen wir ganz gut voran und wie gesagt, ja, wir werden uns hier weiter hochschlagen. Ja, wie es aussieht, ist das hier so ein Schotterweg. So, und vor uns auch wieder so eine Mini-Ebene, da müssten wir, denke ich mir, dann durch, um zu dem Punkt hinzukommen, wo wir eigentlich hin möchten. Aber noch ist der Pfad doch recht gut ersichtlich. Wir haben den kritischen Punkt erreicht. Wir stehen jetzt oberhalb von dem Punkt, wo uns der Weg verlassen hat, als wir von unten gekommen sind. So, diese Verbindung haben wir jetzt gefunden. Sonja ist dieses kleine, steile Stück runtergelaufen, wird auch noch den Weg ein bisschen weitergehen. Ja, man sieht Sonja in der Ferne Richtung Geröllfeld gehen. Sie müsste eigentlich dieses Geröllfeld einmal überqueren. Ja, und wieder erreichen wir hier einen kleinen Pfad, der über so einen Sattel geht. Markiert mit roten Punkten und Pfeilen, gut zu finden, richtig ersichtlich. Und jetzt schauen wir mal, ob es auf der anderen Seite
ob der Pfad dann weitergeht. Ich bin ehrlich, also hier sieht es gut aus. Hier ist ein guter Pfad bis jetzt, obwohl der Pfad eigentlich in den Karten eingezeichnet ist, dass der irgendwann aufhören soll. Aber das Witzige ist, dieser Pfad, der irgendwann zu Ende sein soll, der ist wunderbar markiert mit roten Punkten. Da. Ja, wir sind wieder hier beim Rundgang von Carfi, weil nämlich das erste Mal, als wir hier waren, hat das nicht so geklappt. Wir haben die Verbindung nicht gefunden, also sind wir nochmal hergekommen und haben das Feld dann von hinten aufgerollt, um die Verbindung zu finden. Richtig, das heißt also, wir haben von oben angefangen und wollten dann diese Verbindung nach unten finden. Das ist relativ steil, deswegen Claudia ist oben geblieben. Ich habe mich an den Abstieg gemacht. Es gibt einen Weg, der sich immer wieder verliert. Es ist teilweise sehr, sehr steil und von der Seite kann ich nur sagen, auf keinen Fall empfehlenswert. Von oben nach unten kommt man noch irgendwie, aber von unten nach oben ist dort in keinster Weise irgendein Weg ersichtlich, also würde ich die Finger von lassen. Nicht empfehlenswert. Also sind wir dann wieder bis zu dieser Gabelung zurück und da war nämlich ein Pfad, der mit roten Punkten und Pfeilen versehen war und den haben wir dann genommen, weil der ist ersichtlich da, bis wir bis wir den Weg wieder finden, wo wir waren. Richtig. Das Problem ist, deswegen sind wir auch das erste Mal gar nicht auf die Idee gekommen, dieser Weg ist in den Karten eingezeichnet von oben und der hört irgendwann mitten im Nirgendwo offiziell auf. Und das war der Punkt, warum wir uns da gar nicht mit beschäftigt haben. Aber, wie Claudia schon sagte, der Weg geht weiter, der ist super markiert und führt uns runter auf den unteren Pfad, wo wir die Verbindung gesucht haben. Also Rundweg Carfi completed! Nun sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt und wir hoffen natürlich auch heute hat es euch Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!